Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Thema Aquarell. Im heutigen Video male ich eine Interieurszene, recht einfach gehalten mit nicht allzu vielen Farben und einem besonders schönen Lichteinfall. Gleich geht's mit dem Malen los. Für alle Unterstützer unseres Kanals gibt es natürlich wieder eine kleine Extraübung im Video und auch die ungekürzte und lange Version des Videos. Falls du Interesse an meinem Original-Aquarell hast, ich stelle dieses Aquarell vom heutigen Video wieder in meinen Online-Shop. Dort gibt es viele Aquarelle inzwischen in verschiedenen Größen und Formaten zu sehen. Ich freue mich, wenn du dort einmal vorbeischaust. Den Link zum Online-Shop findest du auch unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's mit dem Malen los. Die heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Yellow Ocher, Sienna gebrannt, Neutraltinte, Permanent Alizarin Karmesin, Cerulean Blue und Cobalt Türkis Light von der Firma Winsor Newton, Jaune Brillant, Lasur Orange und Ultramarin Feinst von der Firma Schminke. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arche, das ist die Sorte Grain Fin, 300 Gramm, und das Format ist etwas größer als DIN A4. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Pinselkollektion. Das ist der Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, der Rotmarderpinsel in der Größe 10, ein synthetischer Flachpinsel in der Größe 10 und der kleine synthetische Rundpinsel in der Größe 6. Alle Unterstützer unseres Kanals können bei Interesse an der Pinselkollektion eine E-Mail schreiben. Dann senden wir gerne Infos und Preise zu. Hier seht ihr jetzt schon meine Skizze liegen. Das Referenzfoto sieht so aus. Das ist jetzt eine Schwarz-Weiß-Version, in der ich besonders gut die verschiedenen Tonwerte erkennen kann. Skizze und Referenzfoto gibt es für unsere Unterstützer wieder auf der Steady-Seite der Aquarellwerkstatt zum Herunterladen und Nacharbeiten. Im ersten Farbauftrag, den ich jetzt gleich starte, geht es mir zunächst einmal um das Einfangen des Lichtes hier im linken oberen Bereich des Bildes. Hier haben wir ein Fenster und das Licht kommt durch das Fenster auf die Wand und auf die Szenerie auf dem Tisch. Deshalb beginne ich jetzt mit einem sehr kühlen Blauton. Das ist bei mir Zylinblau von Winsor Newton und beginne auf trockenem Papier die Farbflächen für das Fenster und die Wand zu setzen. Das Bild soll von der farblichen Grundstimmung eher warm gemalt werden und dieses Zylinblau hier wird später als kühler Akzent in einem überwiegend warm gemalten Bild funktionieren. Wichtig ist jetzt für mich, die Farben auf dem Papier zu mischen und nicht auf der Palette. Und für diese ganz besondere Technik im Aquarell, die Farben auf dem Blatt zu mischen und nicht so sehr auf der Palette, gibt es in diesem Video eine extra Übung für alle Unterstützer. Weiter geht es hier mit Mischungen aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Ein bisschen Ocker darf auch hinein. Variabilität der Farbigkeit, immer mal wieder eine andere Mischung in den Pinsel nehmen, ist jetzt hier ganz besonders wichtig. Die Objekte hier auf dem Tisch liegen später im Licht und deshalb male ich jetzt hier vorsichtig um die Formen herum und fahre dann hier weiter fort mit meiner Wand. In die schon halb angetrocknete Fläche sprühe ich hier mit der Sprühflasche hinein, um etwas mehr Lebendigkeit in der Wandstruktur zu bekommen. Und weiter geht es mit dem Bereich unter dem Tisch. Hier möchte ich meine Farbtemperatur zunächst einmal gar nicht groß ändern. Ich verwende Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Und hier in der rechten unteren Ecke etwas mehr Blau, um die Farbtemperatur ein bisschen abzukühlen.
Den Stuhl habe ich jetzt zunächst ausgespart, aber hier werde ich gleich mit meinem Zylinblau arbeiten und hoffen, dass von dieser dunkleren Hintergrundfarbe auch etwas in den Stuhl hineinläuft. Aus diesem Grund liegen hier schon die Wassertropfen, die ein Verschmelzen der Farbe dann ermöglichen. Zylinblau nehme ich jetzt für den Stuhl, so kann ich die Farbigkeit oben vom Licht wieder aufgreifen. Hier lasse ich eine kleine Lichtkante frei. Das ist auf dem Foto ganz schön zu sehen und hier eventuell auch. Und das ist das, was ich meinte eben. Hier versuche ich nicht den Stuhl jetzt hier komplett mit scharfen Kanten auszuarbeiten, sondern er soll jetzt, zumindest in diesem Stadium, sich mit der Hintergrundfarbe gerne verbinden. Kann sogar hier ein bisschen extra für Verbindung sorgen, denn hier im unteren Bildrand möchte ich keine deutlichen harten Kanten haben. Das war im Grunde jetzt schon der erste Farbauftrag. Ein paar Wasserspritzer mit der Sprühflasche und auch mit dem Rundpinsel, mit dem synthetischen Rundpinsel, sorgen noch für mehr Struktur auf den Oberflächen der Wand und des Fußbodens. Hier spritze ich mit Farbe, mit einem Gemisch aus Ultramarinblau und Sienna gebrannt und auch noch mit Wasser kommen einige Spritzer hinzu. Nun muss das Bild komplett durchtrocknen, bevor wir dann mit der Schichtung des zweiten Farbauftrags beginnen. Unser Bild trocknet jetzt einmal komplett durch und ich habe eine Ankündigung für dich. Der nächste Live-Malabend hier auf YouTube im Unterstützerbereich der Aquarellwerkstatt findet am 21. April 2026 um 19 Uhr statt. Dies ist ein Malabend, der für alle Unterstützer ab dem 10-Euro-Paket abrufbar ist. Über die Möglichkeiten der Unterstützung kannst du dich auf Steady direkt informieren. Dort gibt es eine Seite von der Aquarellwerkstatt. Ich verlinke dir das unter dem Video. Wie gesagt, für diesen Live-Malabend brauchst du ein 10-Euro-Paket. Wir haben uns für diesen Abend was ganz Besonderes vorgenommen. Und zwar werden wir dieses Landschaftsmotiv aus den schottischen Highlands malen. Und das Besondere an diesem Abend wird sein, dass ich erkläre, wie ich zu einer schönen Farbharmonie im Bild gelange. Ich arbeite dabei mit einem Farbkreis und mit verschiedenen Schablonen, die mir eine reduzierte Farbigkeit im Bild ermöglichen. Genaueres dann am Live-Malabend am 21. April um 19 Uhr. Der Stream wird natürlich wie immer aufgezeichnet und alle Unterstützer mit einem 10-Euro-Paket können teilnehmen und dann auch später diesen Stream sich anschauen, sowie alle anderen älteren bisher gelaufenen Streams auch. Nun geht es weiter mit dem zweiten Farbauftrag. Ich beginne mit einigen Details im Fensterrahmen und hier mit einer Mischung aus Sienna gebrannten Ultramarinblau. Und male jetzt hier den oberen Bereich etwas dunkler, denn das Licht fällt so schräg in den Raum hinein und oben die Decke wäre hier auf alle Fälle etwas dunkler zu malen. Mit einem ausgespülten, etwas abgetrockneten Pinsel verblende ich zu einem weichen Übergang. Und jetzt wird auch die Wand teilweise mit einem etwas dunkleren Farbton hier übermalt. Dabei kann man jetzt hier schon einen Teil des Bilderrahmens heller stehen lassen.
nicht zu viel und nicht zu genau, denn ich möchte da oben keinen Bildfokus zeigen, sondern die Bilderrahmen sollen gerade eben so nachher noch erkennbar sein. Also nicht zu viele harte Kanten. Ein bisschen Lasur-Orange mische ich jetzt hier in die Mischung hinein, um das Ganze ein bisschen leuchtender zu haben. Und hier müssen wir noch mal gucken, dass oben der Rand wirklich schön weich ist hier. Und wieder weiter mit Ultramarin in der Mischung. Hier ist der zweite Bilderrahmen. Auch hier kann ich ein bisschen was schon mal stehen lassen. Hier im unteren Bereich ist es gar nicht so sehr dunkel. Da werde ich jetzt einfach hier mit einer wirklich sehr wässrigen Lasur zunächst drüber gehen. Und es folgt jetzt hier die linke Wand, die dem Bild auf der linken Seite so einen schönen Abschluss gibt. Und hier möchte ich ein bisschen dunkler arbeiten, als auf dem Foto zu sehen ist, um meinen Fokuspunkt hier schön in die Mitte zu richten und diese Bereiche quasi einzurahmen durch die Dunkelheit. Ich beginne im oberen Bereich mit relativ viel Sienna gebrannt in der Mischung. Und nach unten kommt dann mehr und mehr Blau hinzu. Und auch ein bisschen Alizarin, aber nur wenig. Es ist jetzt wieder wichtig, hier in diese Wand nochmal Struktur reinzubringen mit der Sprühflasche. Das geht besonders gut, wenn die Farbe schon ein bisschen angetrocknet ist, nicht zu trocken. Dann passiert nichts mehr, aber so etwas angetrocknet ist dann genau der richtige Zeitpunkt. Jetzt kommen die kräftigen dunklen Schatten unter dem Tisch. Ich arbeite überwiegend mit Sienna gebrannten Ultramarin mit der Mischung und male jetzt hier die Kante des Tisches. Und jetzt habe ich hier auch ein bisschen Neutraltinte in der Pinselmischung, wenn es ganz dunkel werden soll. Mit diesem Tischbein kann ich hier sehr schön den Stuhl ausarbeiten. Und an dieser Stelle möchte ich gerne den Hintergrund wieder verschmelzen. Auch hier ist es noch ein bisschen zu hell unter dem Tisch. Da ziehe ich jetzt einfach mit dem Pinsel so Verbindungsstriche, die dem Betrachter nicht mehr so ganz genau zeigen, was wo zu sehen ist. Aus diesem Grund male ich jetzt auch gleich die dunklen Stellen hier auf dem Stuhl, denn hier unten möchte ich jetzt den Stuhl direkt mit dem Hintergrund wieder verschmelzen lassen, um nicht zu viel Aufmerksamkeit auf den Bildrand zu lenken. Gleiche Sache hier unten. Solange wie die blaue Farbe hier unten des Stuhls noch feucht ist, füge ich direkt hier Dunkelheiten an. Und hier zeige ich auch nicht so ganz genau, wo das Stuhlbein mit dem Hintergrund verschmilzt. Mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau male ich jetzt hier unter dem Tisch noch die Tischbeine.
Und eine etwas hellere Lasur kommt jetzt hier direkt unter den Tisch. Auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, eine scharfe Kante zur Oberkante des Stuhls zu erzeugen und weiche Kanten hier in dem Bereich der Tischbeine, denn da möchte ich das Auge des Betrachters gar nicht hinlenken. Ein bisschen intensiviere ich das Tischbein hier noch und das geschieht jetzt quasi nass in nass, denn die Fläche hier ist noch feucht. Es fehlt jetzt noch der große Schatten, den der Tisch wirft hier auf den Fußboden. Hier mische ich mir noch einmal eine kräftige Mischung aus Ultramarinblau, Alizarin, Karmesin und etwas Sienna gebrannt an und schaue auf mein Referenzfoto und kann dann hier den Schatten eintragen. Auch hier möchte ich keine scharfe Kante und löse mit einem ausgespülten Pinsel hier ein bisschen an. Wichtig ist für mich, dass dieser gesamte untere Bereich schön im dunklen Tonwertmodus gemalt ist und die Kanten hier unten alle weich ineinander übergehen. Eine kleine Lasur hier auf die Wand hilft besser zu verstehen, wo der Fußboden beginnt. Auch hier wird mit Wasser verblendet. Es ist immer schön, auch in diesem Stadium nochmal für Struktur zu sorgen. Also ein paar Wassertropfen auf die noch feuchte Farbe spritzen, damit auch dieser dunkle Farbauftrag jetzt schön locker und durchsichtig bleibt. Jetzt gibt es noch ein bisschen Detailarbeit zu tun. Ich möchte in den Bilderrahmen noch etwas andeuten und vor allem hier auf dem Tisch. Die Gegenstände muss ich natürlich auch noch malen. Ich beginne zunächst mal einen leichten Schatten hier zu setzen. Dafür sollte die Wandfläche jetzt wirklich trocken sein. Und das Licht kommt ja von links und deshalb setze ich eine Schattenform unter das Bild und rechts vom Bild, verblende das schön mit klarem Wasser. Und jetzt füge ich einige abstrakte Formen hier im Bild noch ein. Und genauso hier beim zweiten Bild eine Schattenform unten und rechts. Jetzt male ich hier die Dinge auf dem Tisch. Da haben wir eine Schüssel, in die auch wunderbar das Licht fällt. Hier hilft mir ein Blick auf mein Referenzfoto nochmal. Ich habe hier eine sehr dunkle Innenseite der Schüssel. Auf der linken Seite rechts ist die Innenform hell zu malen und auf der Außenseite ist es genau andersrum. Hier verblende ich wieder mit Wasser zur rechten Seite. Und als Lichtkante lasse ich einfach einen kleinen weißen Bereich stehen. Und auf der Außenseite der Schüssel hier genau andersherum. Hier rechts die dunkle Farbe. Das ist jetzt immer eine Mischung aus Ultramarin und Sienna gebrannt und verblenden mit klarem Wasser zur linken Seite. Den Schatten füge ich gleich an mit der gleichen Farbe, ein bisschen Alizarin noch dazu und relativ dunkel jetzt hier den Schlagschatten. Der hat jetzt die Funktion, nochmal das Objekt herauszuheben und es auch zu verbinden hier mit den beiden anderen Objekten, die auf dem Tisch stehen. Auch die Flaschen sind auf der rechten Seite, auf der lichtabgewandten Seite dunkler und zum Licht hin heller. Und den Schatten gleich wieder mitmalen. Immer schön, wenn der Schatten teilweise verschmilzt hier mit dem
Objekt und man nicht so genau im unteren Bereich sieht, wo der Schatten beginnt und wo das Objekt endet. Hier können wir wieder ein bisschen anlösen, nicht ganz so scharfe Kanten. Ein bisschen Farbe möchte ich jetzt noch ins Bild bringen. Ich bin ja mit meiner Farbpalette bisher relativ eng im blau-braunen Bereich geblieben. Und ich denke, hier im Bildfokus wäre ein bisschen freundlichere Farbe, so als ganz kleiner Farbakzent jetzt nett. Mit Cobalt Türkis Light von Winsor & Newton direkt aus der Tube genommen, hier mit der Pinselspitze, setze ich hier einen Akzent auf die Flasche und ein bisschen Jaune Brillant von Schminke. Zusätzlich hier und vielleicht hier und auch noch hier für etwas, was auf dem Tisch liegt, vielleicht ein paar Zitronen. Irgendetwas Helles, was die Sache jetzt hier auf dem Tisch noch ein bisschen interessanter macht. Der Tisch an sich ist mir noch ein bisschen zu weiß. Ich bette ihn hier mit ein bisschen Palettendreck noch besser in das Bild ein und genauso auf dem Stuhl. Ich möchte schon, dass das hier eine helle Form ist hier unten, aber trotzdem kann es ja Struktur haben. Hier ist eine Kante auch sehr scharf und sehr genau, die löse ich jetzt mit dem Flachpinsel ein bisschen an, da kann ich dann auch gleich die Form hier korrigieren. Und wenn die Kante so ein bisschen weicher ist, dann schmiegt sich dieser Stuhl einfach besser hier in den Vordergrund ein und wird nicht ganz so wichtig. Dann möchte ich noch andeuten ein paar Bretter hier an der Wand. Hierfür wasche ich mit dem Flachpinsel ein paar helle Linien aus. Nicht zu genau und nicht zu durchgehend, denn diese vertikalen Linien sind jetzt schön, um die einzelnen Bildelemente miteinander zu verbinden, aber wenn die Struktur zu deutlich wird, dann ist es auch nicht gut. Aber so ein bisschen hier diese große Fläche noch auflockern, das gefällt mir ganz gut. Genauso hier auf den Bodenbrettern könnte man noch ein bisschen hier auswaschen und dann auch auf der rechten lichtabgewandten Seite einen kleinen Schatten einfügen. So, das war mein Motiv für heute. Ich hoffe, das Zuschauen hat dir Spaß gemacht. Ich freue mich wie immer über ein Like unter dem Video oder auch einen netten Kommentar, wenn du Lust hast, etwas dazu zu schreiben. Freut mich immer wieder sehr. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nacharbeiten und wenn du möchtest, geht es hier in 14 Tagen weiter mit einem neuen Video zum Thema Aquarellmalerei. Tschüss, bis dahin.